Moin, moin, ihr lieben Seebären mit oder ohne Bart, mit oder ohne Haare auf dem Kopf. Willkommen zu einer neuen Geschichte von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, von Michael Ende. Achtzehntes Kapitel, Teil 2, in dem die Reisenden von den Scheinriesen Abschied nahmen und vor den Mund des Todes nicht mehr weiter konnten. Je länger sie unterwegs waren, desto kälter wurde es. Jim und Lukas hängen sich ihre Schlafdecke über, aber bald half auch das nicht mehr. Obwohl Lukas ganz gewaltig geheizt, drang der Frost doch immer schneidender durch die Fensterscheiben. Jim begann zu frieren, dass ihm die Zähne aufeinander schlugen. Es ging nur sehr, sehr langsam vorwärts. Stunde um Stunde verrann und nach Lukas Schätzung können sie erst die Hälfte der 100 Meilen zurückgelegt. Jim half jetzt beim Heizen, denn Lukas kann alleine gar nicht mehr nach. Immer rascher mussten sie Kohle in den Feuerloch schaufeln, damit das Wasser im Kessel überhaupt zum Kochen kam. Und Dampf begab, Emma schleppte sich von Minute zu Minute langsamer dahin. An ihren Schornstein und der Ventilen hingen bereits dicke Eiszapfen. Lukas blickte sorgenvoll auf den Kohlenvorrat, der immer mehr und mehr zusammenschmolz. Hoffentlich kommen wir aus, murmelte er. Wie lange reichen denn die Kohlen noch? Erkundigte sich Jim und blies sich in die erstarrten Hände. Eine Stunde vielleicht noch, antwortete Lukas. Oder vielleicht noch nicht mal so lange. Bei dem Verbrauch ist es schwer zu sagen. Können wir denn bis dahin geschafft haben? Fragte Jim schnatternd vor Kälte. Seine Lippen waren bläulich angelaufen. Wenn nichts dazwischen kommt, vielleicht, brummte Lukas und wärmte sich die eiskalten Finger an seine Pfeife. Jetzt war sogar der blasse violette Fleck am Himmel verschwunden. Sie nähern sich nun also wohl dem Mund des Todes. Eine Minute verstrichen noch, und dann hörten sie plötzlich von weit grässlichen Heulen und Stöhnen. Es klang so schauderhaft, dass es dafür keine Beschreibung gibt. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst gehört hat. Der Ton war nicht laut, aber es drang so jammervoll durch die schwarze Einsamkeit, dass es kaum zu ertragen war. »O je, Mini«, stammelte Jim. »Ich glaub, ich stopf mir lieber wieder Wachs in die Ohren.« Aber der Kerzenstummel war nun von der Kälte hart wie Stein geworden und ließ sich nicht mehr kneten. Die Freunde mussten also die trostlose Klanglaute aushalten. »Au!« wimmelte es draußen, jetzt schon viel näher. Lukas und Jim bissen sich die Zähne zusammen. In diesem Augenblick blieb Emma stehen und stieß einen langen, verzweifelvollen Pfiff aus. Irgendwie war sie von der schnurgerade Linie abgekommen und nun spürte sie plötzlich, dass direkt vor ihren Rädern der Abgrund gähnte. »Verflixt«, sagte Lukas und versuchte nacheinander ein paar Hebel, aber Emma zitterte bloß und weigerte sich weiterzufahren. »Was hat sie denn?« fragte Jim mit schreckweiten Augen. »Keine Ahnung«, knurrte Lukas. »Sie will nicht weiter
Wahrscheinlich haben wir den ganzen Weg verloren. Und was wird jetzt? Flüsterte Jim. Lukas antwortete nicht, aber Jim kannte Lukas Gesicht. Wenn höchste Gefahr bestand, dann wurde der Mund zu einem Strich. Die Backenknochen traten hervor und die Augen wurden ganz schmal. Auf jeden Fall darf das Feuer nicht ausgehen, sagte er schließlich. Sonst sind wir verloren. Aber wir können doch nicht einfach hier stehen bleiben, wandte Jim ein. Lukas zuckte nur die Achseln. Jim fragt nicht weiter. Wenn nicht mal Lukas wusste, was sie tun sollen, dann stand es wohl ziemlich schlimm. Das Lagen des Windes hörte sich jetzt beinahe schadenfroh an. Es war, als ob der Mund des Todes schauerlich lachte. Wow! Gab die Hoffnung nicht auf, alter Junge, tröstete Lukas, aber es klang nicht sehr überzeugend. Sie waren auf Wartenden und dabei überlegten die beiden angestrengt, was zu tun wäre. Aussteigen können sie nicht, wegen der Kälte. Außerdem hätten sie auch nicht genützt. Rückwärts fahren ging nicht, denn Emma wagte sich die kleinste Bewegung. Weder vorwärts und noch zurück. Was sollten sie tun? Nichts konnte sie nun, aber sie mussten irgendwas unternehmen. Jede Sekunde, die sie verloren, brachte sie den Augenblick näher, wo die Kohle zu Ende war. Während sie schweigend weiter schnüren und ihren Gehirn zermartern, ohne dass ihnen etwas einfiel, bereitete sich darauf ihre Rettung vor. Der Dampf, der aus Emmas Schornstein aufstieg, gefror, nämlich in der eiskalten Luft, und fiel als Schnee herunter. Der klagende Wind trieb die Flocken vor sich her, und nach bedeckte sich die Umgebung rings um die Lokomotive mit Schnee. Der weiße Wirbel senkte sich über den schwarzen Felsen, und wo diese von Schnee bedeckend waren, konnten sie das Licht nicht mehr aufschlucken, und auf einmal war der Weg erkennbar. Mitten im schwarzen Nix schiete plötzlich ein Stück weißen Straße. Jim bemerkte es zuerst. Er hatte ein Loch in den Eisblumen am Fenster gehaucht und versuchte herauszuspähen. »Hey, Lukas«, rief er, »schau doch mal!« Lukas sah hinaus, dann richteten sie sich auf, nickte Jim ernst zu, holte tief Luft und sagte, »Wir sind gerettet!« Und dann zündete er sich eine neue Pfeife an. Nun war Emma auch zu bewegen, weiterzufahren. Sie fand die gerade Linie wieder und von neuem ging es dann in die pechschwarze Finsternis. Stöhnte der Wind. Und es klang, als hören sie geradewegs in den geöffneten Todesrachen hinein. Oh, geht es. Und dann kamen sie auf der anderen Seite des Felstores heraus und waren den Mund des Todes entronnen. Hui, seufzte es noch einmal. Hohl hinter ihn her, aber es hörte sich schon viel ungefährlicher an. Und dann verhallte das Wehklagen hinter ihnen in der Ferne. Sie hatten jetzt nur noch 10 Schaufeln Kohle. Aber zum Glück führte der Weg nun aufwärts, denn der Mund des Todes lag in höchster Stelle. Lukas warf jede Minute eine Schaufel Kohle aufs Feuer. 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 5, 6, 7 Minuten, 8, 9 und 10 Minuten.
Jetzt war die letzte Schaufel Kohle verheizt, aber es wurde nicht heller. Immer langsamer rollte die Lokomotive. Gleich würden sie stehen bleiben. Da im allerletzten Augenblick war es, als glitten sie durch einen Vorhang hindurch. Licht drang durch ihren vereisten Fenster hinein. Helles Sonnenlicht, Emma blieb stehen. So, Jim, sagte Lukas, wie wär's mit einer kleinen Erholungspause? In Ordnung, antwortete Jim und stieß einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Sie entfernte mühsam das dicke Eis von den Riegeln und stießen die Tür auf. Warme Luft strömte ihnen entgegen. Sie kletterten hinaus und erstarrten Glieder in die Sonne aufzutauen. So, das war's. Und das nächste Mal hören Sie in den 19. Kapitel, in dem Lukas und Jim einen kleinen Vulkan reparierten und Emma ein neues Gesicht bekommt. Und wenn es euch bis dahin gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, Glocke betätigen, falls ihr es nicht schon getan habt. Und wenn ihr einen Daumen runter macht, dann könnt ihr auch mal kommentieren. Wie Nico jetzt hier mir auch schon sagte, macht das so. Dann bis zum nächsten Mal. Und für alle diejenigen, die Freitagabend auf Twitch sind, um 22 bis 23 Uhr 30 kommt Steffi Wegener mit Mitternacht. Die letzte Geschichte im Delta-Quadranten. Also bis dahin, tschüss und habt einen schönen Tag.